Hallo alle, schön, dass ihr vorbeischaut. Wir machen heute etwas, das habe ich euch so noch nie gezeigt und im Moment sieht es auch nach was anderem aus, aber der Titel verrät es ja schon. Ich wollte euch Nussfüllungen zeigen. Ich finde das gerade jetzt für die Herbst- und Weihnachtssaison für verschiedene Gebäcke total passend und wollte daher ein Video daraus machen und euch noch verschiedene Aufarbeitungsmöglichkeiten zeigen. Ich habe hier für meine Nussfüllung damit gestartet, dass ich mir in diesem Fall gemahlene Mandeln im Ofen geröstet habe. Ganz, ganz großer Tipp an euch. Röstet die vorher schon mal im Ofen, dann haben die noch schöneres, satteres, nussiges Aroma und alles kommt einfach noch viel besser zusammen. Was ich dann gemacht habe, nachdem ich die geröstet habe, ein bisschen auskühlen habe lassen, ist, dass ich mir in dem Fall zum Aromatisieren eine Mandarine so ein bisschen abgerieben habe und den Saft daraus genommen habe. Ihr könnt die aber auch weglassen oder zum Beispiel durch eine Zitrone oder eine Grapefruit oder sonst irgendwelches Obst ersetzen. Was ihr nicht ersetzen könnt, ist der Zucker, den hatte ich ja auch am Anfang schon aufgelistet. Und was ihr am besten auch nicht weglassen solltet, ist die Milch, die gleich noch dazu kommt. Was wiederum optional ist, was ich jetzt hier benutzt habe, was ich immer passend zu Mandeln finde, ist, dass ich Bittermandelaroma benutzt habe. Das hat nochmal so einen schönen Marzipangeschmack und ich weiß nicht, wenn ich mit Mandeln arbeite, dann gebe ich das oft ganz gerne dazu, weil das Aroma einfach nochmal unterstützt und nochmal ein bisschen nussiger einfach wird. Das heißt, davon habe ich ein bisschen was dazu getan, ist aber optional. Und bei mir kam dann der Mandarinensaft, der Orangensaft dazu. Es ist wirklich nur ein kleiner Schluck und die Milch. Und dann wird das Ganze einmal alles feste miteinander verrührt, sodass ihr so eine Art Paste, so eine Masse daraus bekommt. Und mit der können wir dann jetzt direkt weiterarbeiten. Was ich jetzt damit gemacht habe, das ist eine Option, die ich euch zeigen wollte, ist, dass ich mir Blätterteig geschnappt habe. Das ist fertiger Blätterteig, aber wie man den selber macht, habe ich euch ja auch vor ein paar Wochen erst gezeigt. Verlinke ich euch mal oben in der Infokarte. Für das Video dachte ich mir, nehme ich aber einfach einmal fertigen. Es geht ein bisschen schneller und ihr versteht auf jeden Fall, worum es geht. Ich habe dann meine Mandelmasse hier einfach nur auf meinem Blätterteig verteilt. Das könntet ihr halt genauso machen, wie ich das jetzt hier mache, nur halt eventuell mit selbstgemachtem Blätterteig, wenn ihr möchtet. Das Ganze mit einer zweiten Lage Blätterteig abdecken, alles einmal fest andrücken und dann habe ich das hier in 5 Teile geteilt. Mit meinem schönen Pizzarädchen, super, super praktisch. Und habe mir dann jedes abgeteilte Stück einmal aufgerollt, dass ich so eine schöne Schlange daraus bekomme, die ein bisschen auseinandergezogen, dann halbiert und das Ganze dann gegeneinander aufgedreht, nachdem das halbiert war und in so einen Knoten gerollt. Und das ist dann halt so die erste Option, die ich euch damit zeigen möchte. Wenn ihr jetzt nicht so auf das Mandelige steht, zeige ich euch gleich auch noch eine Haselnussfüllung, die ich unter dem gleichen Rezept gemacht habe. Ja, bevor wir dazu kommen, aber hier einmal einknoten. Zeige ich euch noch 1-2 Mal. Super, super einfach. Ihr könntet das Ganze auch mit einem Hefeteig machen. Das seht ihr nämlich auch in der nächsten Version nochmal. Da habe ich was anderes gemacht. Also es geht eigentlich nur um die Füllung selber, die ich euch in diesem Video zeigen möchte, wie abwandelbar die ist und was ihr dann zum Teil damit machen könnt. Ich habe euch auch schon andere plunderartige Gebäcke gezeigt. Da könntet ihr das auch zum Beispiel als Füllung benutzen oder eventuell in verschiedenen plätzchenartigen Geschichten würde das auch gut funktionieren. Also ja, ich hoffe, ihr nehmt auf jeden Fall den Gedanke der Füllung selber mit. Und was ihr dann daraus macht, lasse ich mich von euch überraschen. Ich habe auf jeden Fall alle meine Knoten auf ein Backpapierblech gelegt und dann gebacken. Bei einigen sind noch ein paar Cranberries reingewandert. Und dann habe ich die einfach gebacken, bis die schön goldig sind. Die andere Option, die ich euch zeigen möchte, ist mit einem Hefeteig. Das heißt, hier ein ganz einfacher Hefeteig hergestellt. Ihr habt bestimmt ein Lieblingsrezept, was ihr gerne nehmt. Das habe ich mir dann hier hergestellt. Und die Nussfüllung, die ich jetzt hier benutze, ist genau die gleiche, die ich euch schon mal gezeigt habe, nur dass ich anstatt gemahlene Mandeln gemahlene Haselnüsse genommen habe und das Bittermandelaroma durch ein bisschen Rumaroma ersetzt habe. Und Rumaroma ist ja komplett ohne Alkohol, das heißt, auch das können Kinder essen, wenn ihr diese kleinen Fläschchen benutzt. Gut. Ich habe meinen Hefeteig dann ausgerollt, dass ich so eine Art Rechteck bekomme und habe mir den in 6 Teile geteilt. Und das ist jetzt hier ein bisschen schwierig zu erkennen. Im nächsten Clip werdet ihr da ein bisschen näher dran sein. Aber ich habe mir im Endeffekt aus jedem fast Quadrat so eine Art L geschnitten. Und die beiden Füße von diesem L habe ich in Streifen geschnitten, dann da meine Füllung reingelegt und diese gegenüberliegende Ecke auf meine Füllung draufgelegt, dass wir so eine Art Sandwich haben und dann diese Streifen alle nacheinander
sagt man, diagonal übereinander gelegt. Und dadurch habt ihr halt so eine richtig schöne, so eine Art Flechtmuster, was ich super, super hübsch fand. Den Überschuss habe ich mit meinem Pizzarädchen nochmal abgeschnitten und so sah dann mein erstes Nussteilchen aus. Das habe ich dann auf mein Backblech gelegt und mit den anderen 6 genauso fortgefahren. Das heißt, hier könnt ihr sehen, ich habe wie so eine Art L geschnitten, habe dieses übrige gegenüber Viereck, das habe ich dann einmal oben drauf gelegt, so ein bisschen gesandwiched. Und diese beiden Schenkel von dem L, die habe ich dann in Streifen geschnitten. Am besten zählt ihr insgesamt, wie viele Streifen ihr habt, damit das gleichmäßig einfach geflochten ist und ihr nicht eventuell auf dem einen 8 Streifen habt und auf dem anderen 4. Dann könnt ihr halt nicht gleichmäßig flechten, aber ja, an sich ist das super, super einfach. Ich denke, spätestens nach dem zweiten habt ihr auf jeden Fall den Dreh raus. Und super, super einfach. Ich habe das dann mit meinen Teilchen gemacht. Das sieht so hübsch aus, oder? Und es ist eigentlich so einfach. Habe mir die alle auf ein Blech gelegt. Ich zeige euch das jetzt aber auch nochmal. Und bevor ich die gebacken habe, habe ich die für eine halbe Stunde nochmal ungefähr liegen lassen, damit mein Hefeteig nochmal ein bisschen aufgehen kann, ein bisschen fluffiger wird. Dann ist er mit einer Eistreiche abgeglänzt worden und dann sind die gebacken worden. Aber auch hier nochmal die eigentliche Technik. Dieses gegenüberliegende Viereck, das ist nicht komplett abgeschnitten. Da ist immer noch so eine kleine Connection, so eine kleine Verbindung, damit wir das schön überklappen können. Aber da kam jetzt erstmal meine Nussfüllung drauf. Auch nochmal ein paar Cranberries, hatte ich total Bock drauf. Das heißt, die auch noch drauf geschmissen. Und dann habe ich hier alles zusammengedrückt und wieder angefangen zu flechten. Irgendwas wollte ich euch gerade erzählen. Ach so, die Füllungen selber sind nicht ultra süß. Die sind, ich will nicht sagen neutral, natürlich sind die etwas süß, aber das sind keine ultra zuckrigen, super, super süßen Teilchen, die ich euch hier zeige. Das heißt, wenn ihr das etwas süßer haben möchtet, gerade zum Beispiel bei dem hier, würde ich vielleicht darüber nachdenken, wenn ihr das so machen möchtet wie ich, das eventuell mit Puderzucker nachher zu bestäuben, den Zuckeranteil eventuell etwas zu erhöhen, vielleicht ein bisschen Nutella noch dazu zu geben oder das mit ein bisschen Aprikosenkonfitüre nachher zu glasieren. Also auf jeden Fall das noch ein bisschen aufarbeiten, weil so sind die Füllungen nicht ultra süß. Also da seid ihr vorgewarnt. Aber hier könnt ihr halt sehen, noch ein bisschen Eistreiche. Das ist einfach nur gequirltes Ei mit einem Schluck Milch, war es in meinem Fall, ist da über mein Teilchen gegeben worden. Diesen Knoten, den ihr da oben sehen könnt, das ist genau das gleiche, was ich euch mit dem Blätterteig gezeigt habe, nur mit meinem restlichen Hefeteig in der Haselnussfüllung. Und ja, dann sind die in den Ofen gewandert. Bei mir haben die ein paar Minuten gedauert. Das ist halt abhängig davon, was ihr machen möchtet. Müsst einfach mal schauen, dass es richtig schön goldig aussieht. Dann werden die aus dem Ofen geholt. Und gerade bei diesen Hefeteigteilchen würde ich euch empfehlen, die so frisch wie möglich, vielleicht noch sogar lauwarm zu essen, mit ein bisschen Puderzucker, so wie hier drauf. Vielleicht noch ein bisschen Eis oder eine Sahnehaube oben drauf. Fantastisch. Also es war super, super lecker. Ganz, ganz zart. Schön nussig. Nicht zu süß. Super, super lecker. Ich kriege gerade... Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Video zu sagen habt, zu den beiden Füllungen. Da freue ich mich ja schon auf euer Feedback und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, ihr Lieben!